Viele versuchen, ihre Angst zu besiegen, mit Kontrolle, mit Meditation, mit Disziplin. Aber sie kommt zurück, nicht als lauter Sturm, sondern leise. Es ist wie ein Schatten am Rand deines Alltags. Sie schleicht sich ein, genau dann, wenn du dachtest, du bist drüber hinweg. Was, wenn du sie gar nicht loswerden musst? Was, wenn deine Angst dich nur beschützen will? In diesem Video zeige ich dir, warum deine Angst kein Hindernis ist, sondern eine Erinnerung, ein uralter Schutz, der einfach nur will, dass du ihn endlich verstehst. Bleib bis zum Schluss. Vielleicht wirst du zum ersten Mal fühlen, was deine Angst dir wirklich sagen will. Tief in dir lebt ein Teil, der schneller reagiert, als du denken kannst. Er ist instinktiv. Er fühlt. Er schützt. Und er war schon da, bevor du Worte hattest. Und dann ist da dein Verstand. Er ist klug. Er prüft. Er will verstehen. Aber er kommt später. Oft ein wenig zu spät. Denn Emotionen sind schneller. Sie stürmen durch die Tür, noch bevor dein Denken sie überhaupt erreicht hat. Dein Verstand fragt, was passiert hier gerade? Aber da ist die Angst längst schon da. Dein Körper spürt das Zittern, die Enge in der Brust, das Fluchtbedürfnis. Und dein Denken? Es sucht Erklärungen. Es analysiert, versucht zu beruhigen. Manchmal mit Erfolg. Oft vergeblich. Nicht, weil du zu langsam bist, sondern weil dein System so gebaut ist. Gefühle sind wie ein Sturm, der plötzlich losbricht. Der Verstand ist eher wie ein Schiff, das dann erst den Kurs anpasst. Und genau da beginnt der innere Konflikt. Dein Verstand sagt, alles gut. Doch dein Herz zittert. Dein Körper glaubt, ich bin in Gefahr. Nicht, weil du übertreibst, sondern weil dein System dich schützen will. Auch dann, wenn es nur ein Echo der Vergangenheit hört. Wie eine alte Stimme in dir, die sich meldet, wenn Nähe zu eng wird oder Entscheidungen dich zittern lassen. Du denkst vielleicht, die Angst ist dein Feind. Etwas, das dich zurückhält, dich sabotiert, dich klein macht. Aber was, wenn sie etwas ganz anderes will? Was, wenn deine Angst nicht gegen dich arbeitet, sondern für dich? Sie ist kein dunkler Schatten, der dich zerstören will, sondern ein Wächter. Sie ist wie ein treuer Hund, der anschlägt, sobald jemand die Tür berührt. Nicht, weil wirklich Gefahr droht, sondern weil er gelernt hat, dass manche Begegnungen wehgetan haben. Deine Angst ist nicht destruktiv. Sie ist loyal, manchmal übervorsichtig, aber sie meint es gut. Tief in ihrer Essenz ist sie Fürsorge. Sie ruft nicht, geh nicht weiter. Sie fragt, bist du sicher, dass du diesmal gehalten wirst? Sie will dich erinnern, nicht begrenzen. Sie zeigt dir, hier war einmal Schmerz, hier bist du gefallen. Und ich will nicht, dass du es wieder musst. Die Angst ist kein Feind. Sie ist dein ältester Schutzmechanismus. Sie liebt dich, nur auf ihre ganz eigene, rohe, unvollkommene Art. Und genau deshalb verdient sie nicht deinen Widerstand, sondern dein Zuhören. Vielleicht hast du jahrelang versucht, deine Angst zu besiegen. Mit Gedanken, mit Meditation, mit Mut. Aber was, wenn der Weg kein Kampf ist? Was, wenn es nicht darum geht, sie loszuwerden, sondern sie zu verstehen? Angst ist nicht immer ein Irrtum.
Manchmal ist sie ein Warnsignal, klug, instinktiv, berechtigt. Manchmal zeigt sie dir Grenzen, die du nicht übergehen solltest. Aber manchmal ist sie auch ein Schatten der Vergangenheit, ein Echo, ein alter Schmerz, der sich wieder meldet, weil du gerade an etwas rührst, das früher wehgetan hat. Und genau deshalb ist es so wichtig, innezuhalten. Nicht um zu reagieren, sondern um zu unterscheiden. Denn nicht jede Angst will dich klein halten. Manche will dich schützen und manche will dich erinnern. Es braucht Mut, diesen Unterschied zu fühlen. Es braucht Präsenz zu fragen, was willst du mir zeigen? Nicht in Panik, nicht in Widerstand, sondern in stiller Offenheit. Was wäre, wenn du sagen könntest, ich sehe dich, ich höre dich und jetzt entscheide ich. Nicht du, Angst, bestimmst meinen Weg. Ich nehme deinen Impuls ernst, aber ich treffe die Entscheidung. Bewusst und in Verbindung mit mir. Es gibt keinen Trick, der Angst einfach verschwinden lässt. Aber es gibt einen Raum in dir, in dem du ihr begegnen kannst, ohne dich zu verlieren. Setz dich hin. Nicht um etwas zu leisten, sondern um da zu sein. Schließ deine Augen. Spür deinen Atem. Und dann frage leise, wovor willst du mich warnen? Vielleicht ist da sofort ein Bild. Vielleicht nur ein Gefühl. Vielleicht kommt gar nichts. Und auch das ist okay. Stell dir vor, du sitzt neben einer jüngeren Version von dir. Ein Kind vielleicht. Verwirrt, ängstlich. Und du musst nichts sagen. Du musst es nicht heilen. Du darfst einfach nur da sein. Du kannst dem Kind leise zuflüstern. Ich bin da. Ich gehe nicht weg. Und genau in dieser Geste, in diesem Innehalten, in diesem liebevollen Bleiben, beginnt etwas zu heilen. Nicht, weil du alles verstanden hast, sondern weil du aufgehört hast, gegen dich zu kämpfen. Und ja, es gibt Ängste, die uns zurechtwarnen, vor Menschen, die uns nicht gut tun, vor Mustern, die uns erschöpfen. Diese Ängste sind wie Leuchttürme. Sie erinnern dich daran, dich selbst nicht zu verraten. Deshalb geht es nicht darum, sie mutig zu übergehen, sondern achtsam zu unterscheiden, ist das eine Grenze oder ein Gefängnis? Und egal, was du entdeckst, die Angst will dich nicht zerstören. Sie will dich schützen. Manchmal zu laut, manchmal zu früh, aber immer mit der gleichen Absicht, dass du ganz bleibst. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht stark sein, nicht kontrolliert, nicht erleuchtet, nicht angstfrei. Du darfst Mensch sein, mit wunden Punkten, mit Zittern in der Brust, mit alten Geschichten, die dich manchmal wieder einholen. Und du darfst in Etappen gehen, in deinem Rhythmus, in deiner Tiefe. Denn Angst ist kein Endpunkt. Sie ist ein Übergang. Ein inneres Tor, das sich nur öffnet, wenn du stehen bleibst und es berührst. Vielleicht ist deine größte Kraft nicht das Durchhalten, sondern das Innehalten, das Spüren,
das Weichwerden, still, sanft, wahr. Wenn du in diesen Worten ein Stück von dir erkennst, dann bleib. Ich teile regelmäßig Impulse, die dich erinnern, du bist nicht falsch, du bist auf dem Weg und du bist eingeladen. Ein Abo genügt. Und wenn du spürst, dass jemand anderes das gerade hören sollte, dann teil dieses Video. Denn manchmal ist ein einziger Satz ein Licht in der Dunkelheit.